wieder auf der Jagd. Das Wetter ist gut. Es ist Südwind, Südwestwind. Und es geht auf Schmalrehe und Knöpfler. Und wir haben heute ein schönes Platz ausgesucht. Und schauen wir mal, was da kommt. Das erste Stück Rotwild. Ein Schmaltier. Es war Ende April und es ging, wie gesagt, zuerst auf Schmalreh und Knöpfler. Dass sich diese Jagd am Ende über 2 Monate erstreckt, die ihr in diesem Video zusammengefasst sehen werdet, wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Ansprache von weiblichem Wild ist immer eine Herausforderung. Um ein weibliches Stück im Frühjahr vor und rund um die Setzzeit so anzusprechen, dass man davon ausgehen kann, dass es kein führendes Stück ist, sollte man am besten so lange warten, um zwischen die Hinterläufe auf das Gesäuge zu sehen. Welche Merkmale waren es aber, die mich sicher machten, dass es ein Schmaltier war? Erstens die Jahreszeit, wo beschlagene Tiere dick sind. Zweitens das kindliche, kurze und schmale Haupt. Drittens ein schlanker Körper, der hochläufig wirkt. Doch Vorsicht! Auch ein junges Tier von 2 bis 3 Jahren hat annähernd dieselbe körperlichen Merkmale. Schussgier und Unkenntnis der Wildart zusammen führt unweigerlich zur Katastrophe. Warum Katastrophe? Weil das Kalb dem Tod geweiht ist, wenn das säugende Tier erlegt wird. Das Schmaltier war noch nicht lange eingezogen, da stand schon das nächste Rotwild auf der Wiese. Diesmal ein Hochgabler und ein schwächerer Knopfhirsch. Da es wie gesagt Ende April war, hatte die Schusszeit für Rotwild noch nicht begonnen. Leider bekamen sowohl das Schmaltier als auch die Hirsche Wind vom Jäger, weshalb sie bald wieder in den Einstand zogen. Es sollte an diesem Abend aber in dieser Tonart weitergehen. Nach dem Rotwild kam Schwarzwild in Anblick. Ein kurzer Blick durchs Spektiv zeigte, dass es sich um Bachen mit Frischlingen handelte, was auch mein Jagdkollege, der offenbar frühzeitig vom Hochsitz ging, erkennen musste. Wieder kurze Zeit später ein Bock mit Stangenbruch. Leider war er zu diesem Zeitpunkt noch nicht frei. Mal abwarten, ob er irgendwann in den folgenden Wochen seinen sicheren Einstand im Korn verlassen würde. Das nahende Gewitter, von dem mein Jagdkollege offenbar vor mir Kenntnis erlangte, zwang mich, den Abendansitz vorzeitig zu beenden. Ja, wieder ein Ansitz vom selben Hochstand.
Diesmal begann es sehr früh zu regnen und der Sturm, bei welchem eine alte Jägerweisheit von einer Jagd abrät, blies Gott sei Dank in die Richtung, von der weniger Auszug zu erwarten ist. Plötzlich ein Alttier. Wie auf einer Fährte trollte sie entlang des Waldrandes. Habt ihr dieses Verhalten bei einem Tier schon beobachtet? Okay, das war jetzt ein Tier. Ist rausgekommen am Eck. Dort, wo ich eigentlich das Spaltier erwartet habe. Vorher habe ich da noch mit den Fenstern gekämpft, weil es regnet rein. Und ja, alter Hochstand. Die halten nicht im Sturm. Und heute geht wirklich ein Sturm. Das Tier ist auf dem Eck da unten gekommen, ist entlang vom Waldrand zügig unterwegs gewesen, ja, und ist wieder eingezogen. So ist die Jagd. Ich glaube, es war ja auch ein bisschen zu wenig. Bin gespannt. Na, sie ist schon wieder da. Sie ist schon wieder da. Mit Kalb. Ist das super, bitte. Wow. Wunderschön. Herrlich. Tier mit Kalb. Aber ich habe es gleich gesehen, dass das kein Schmaltier ist. Weil das Schmaltier, das ich da im Mai gesehen habe mit den beiden Hirschen, das war viel schwierig und kurzes Haupt. Das war richtig so wie ein Schmaltier da ausschaut. Aber das war gleich zu sehen, dass das ein Tier ist. Und herrlich mit einem Kalb. Ich glaube, sie spielt ein bisschen mit dem Kalb. Raus, rein, raus, rein. Schön, super. Der abnorme Rehbock kam leider so nahe unter dem Sitz, dass ein Schuss als Rechtsschütze an diesem Abend unmöglich war. Das ist das dritte Reh, das jetzt in dieses Korderreh gewechselt ist. Spannend. Der Rehbock. Genau unterhalb von uns. Neben einem Hund vielleicht einen Meter hineingezogen. Das ist so brav. So brav. Einfach schön. Kurz darauf kam dieser Bock in Anblick. Ein Mehrjähriger, kurz vereckt, nicht hoch, ein Abschussbock. Es war gerade eine Marder da. Aber die Kamera hat leider nicht so schnell scharf geschalten. Der Rehbock, der ist da entlang von dem Wald gezogen und hat markiert. Das hat man schön beobachten können. 4 Geißen, 2 Böcke, ein Tier mit Kalb, ein Marder. Na ja, das passt schon. So, meine lieben Freunde, es geht wieder auf die Jagd. Es ist ein wunderschöner Abend. Jetzt ist es endlich einmal warm geworden. Und genau diesen Abend, den nütze ich heute für einen Ansitz. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich kenne da den Schmaltier und ein schwächeres Schmalgeiß. Und jetzt werden wir versuchen, ob wir eines der beiden erlegen können. So, jetzt muss ich leise sein, weil jetzt wird spannend.
Platz in den Wald und rechts ein Kornfeld dahinter, ein Rapsfeld. Ja, da direkt neben dem Hochstand. Ein starker Wechsel. Wow. Es ist jetzt 7:45. Ja, ein sehr ruhiger Abend bis jetzt. Und ein paar Käfer, die rumfliegen. Aber wunderbar. Also, der Wind passt auch perfekt. Und ich bin schon gespannt, ob ich was sehe. Mein Hund, den habe ich heute unten gelassen, habe ich auf eine Decke gelegt, weil der Hochstand ziemlich hoch ist. Und ja, mit Gewehr, schweren Rucksack und Hund ist mir das ein bisschen zu gefährlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich genieße, Handy liegt zwar da, aber wird nicht beachtet. Ich genieße die Natur. Ich glaube, auf das müssten wir uns wirklich immer wieder besinnen bei der Jagd. Da war er wieder, der mehrjährige Abschussbock. Die Wiese war ziemlich hoch und ich hatte außerdem für dieses Jahr den abnormen oder einen anderen außergewöhnlichen Bock im Kopf. Das ist nicht mehr der Jüngste. Es ist halt 9. Ich sehe vorhin nur ein Rehbock drauf. Ganz kurz vereckter 6er. Und Schmalriemen, Schmaltier, auf das wir heute jagen. Weil leider noch keines da war. Es war ein Bauer da, also ein Landwirt, der hat da gespritzt. Und ja, das ist ein bisschen eine Beunruhigung. Aber ich denke, dass jetzt dann da was zu beginnen sollte. Sonne ist untergegangen. Wind passt noch immer perfekt. Ja, brauchen uns nur noch kommen. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, ein Reh, keine 20 Meter vor dem Hochsitz. Es war ein Knöpfler. Da gab es kein langes Überlegen. Diese Chance musste genutzt werden.
orientiert in schmale Reihe aus. Hoffentlich kommt der Knöpfler. Und jetzt werden wir den Wald abbäumen und hingehen. Ein wunderbarer Knöpfler.